Da wir auf unserem Kanal schon lange nichts mehr Sportliches gesendet haben, bietet sich heute mal ein Besuch beim 2023er ICF Stand-Up Paddling World Championship hier in Pattaya Jomtien an. Ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sage, dass ich ja unbedingt der sportliche Typ bin. Aber wenn so ein Event vor der Tür ist, dann schaut man sich das doch gerne mal an. Wie gesagt, wir sind hier in Jomtien, ein bisschen außerhalb von Pattaya. Wenn man sich ein bisschen orientieren möchte, auf der Höhe des Pizza Company Gebäudes und dann vielleicht auch so ein bisschen, ihr habt es vielleicht auch gerade gesehen, schräg rüber das Diveri Hotel. Dort ist diese gesamte Anlage hier aufgebaut und es wird noch bis zum 19. November 2023, also am kommenden Sonntag, hier einiges zu sehen geben. Viel Sport und ich glaube auch, dass dieses Paddling mittlerweile ziemlich populär ist. Man sieht ständig am Strand Leute damit herumfahren. Also nicht nur die es professionell betreiben, sondern denke ich auch private Leute. Für all die, die da ganz genau einsteigen wollen und auch da mal genau alles nochmal nachlesen wollen, wie die Kategorien und so weiter alle heißen, habe ich euch hier mal die Webadresse eingeblendet. Dort ist alles wunderbar beschrieben. Und für uns Nicht-Sportler gab es bereits gestern Abend ein kleines Highlight, ein bisschen Feuerwerk. Das schauen wir uns hier auch nochmal an. Ja, ich hatte leider nicht die richtigen Kameras dabei gehabt, um das professionell aufzunehmen. Aber ich denke, so einen kleinen Eindruck von dem Feuerwerk hat man trotzdem bekommen. Vielleicht auch schon so als kleine Einstimmung auf das am nächsten Wochenende hier in Pattaya stattfindende große internationale Feuerwerksfestival. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als jetzt die paar Minuten, die hier gezeigt wurden. Aber eine sehr, sehr schöne Eröffnungszeremonie gestern Abend mit diesem Feuerwerk, denke ich, war gar nicht verkehrt, so dass man auch vielleicht noch ein paar Leute mehr dazu aufgefordert hat, hier ab morgens mal vorbeizukommen, sich die Sportler anzuschauen. Und wer daran Interesse hat, kann ja noch bis Sonntag hier mal vorbeikommen. Ihr habt es auch in den Anfangssequenzen ja gesehen, es gibt natürlich auch noch was zu essen, so dass man also auch hier nicht hungrig sein muss. Was man vielleicht mitbringen sollte, wenn man einen guten Überblick haben will, wäre ein gutes Fernglas oder halt eine entsprechende Kamera mit einem sehr, sehr großen Zoom. Also meine selbst reicht hier nicht wirklich aus, außer für ein paar wackelige Bilder, wie ihr seht, weil das ist alles sehr, sehr weit draußen und was dann stattfindet,
erkennt man halt nur, wenn man wirklich da sehr, sehr nah dran ist. Von der Organisation würde ich sagen, sehr, sehr gut. Überall alles ausgeschildert für die Sportler, überall auch sehr viel Rettungskräfte, Security und so weiter, so dass man also auch, denke ich, hier eine vernünftige Sportveranstaltung durchführen kann. An den vielen Fahnen habt ihr auch gesehen, dass die Sportler hier aus allen Herrenländern der Welt gekommen sind. Ich habe auch die deutsche Fahne dort wehen sehen, allerdings leider niemand gesehen, der da mitfährt. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht der ganz große Profi, was dieser Sport hier angeht. Und ich denke mal auch, dass ich da wahrscheinlich keinen von den Athleten erkannt hätte. Ich bin immer sehr begeistert, wenn andere Leute schwere Sportart machen können. Weil ihr könnt euch vorstellen, wir haben selbst in den Morgenstunden hier gute 25 Grad. Gegen Mittag wird es dann sicherlich noch mal ein bisschen heißer. Und das Ganze dann mitten auf dem Meer. Sonneneinstrahlung von oben, Reflexion von unten. Ja, da wird der eine oder andere Hautpartikel sicherlich gut durchgebraten sein. Die Jungs und Mädels haben teilweise auch entsprechende Kleidung natürlich, sodass die also auch dort nicht wie die Touristen vielleicht mit freiem Oberkörper und so weiter dort fahren, was natürlich sehr sinnhaft ist. Aber es ist schön anzusehen, wenn man sich dann ein etwas höheres Plätzchen gesucht habe, wie ich jetzt leider schon ein bisschen zu spät. Aber ist egal, man sieht einfach mal, wie dieser Sport halt so durchgeführt wird. Mit diesen Paddelbrettern, Booten würde ich es nicht bezeichnen, aber Paddelbrettern bestimmt. Und das ist doch sehr, sehr lustig anzuschauen. Weil wie gesagt, wer Interesse an sowas hat oder vielleicht auch mal ein paar Stunden am Strand hier von Jomtien zubringen möchte, der ist auf alle Fälle hier noch richtig. Bis zum Sonntag kann man sich das noch anschauen. Wer dann genug vom sportlichen Treiben hat und doch lieber vielleicht etwas die gemütliche Art und Weise, sich hier in Pattaya zu bewegen, bevorzugt, dem sei vielleicht noch das Party and Rhythm on the Beach Food Festival hier ans Herz gelegt. Auch das Ganze hier auf derselben Ecke in Jomtien, wie man das so von thailändischen Food Festivals gewohnt ist. Schon die Buden aufgebaut. Dort wird es also gegen Abend und dann auch bis Sonntag, dem 19. November 2023, entsprechendes Thai-Food geben mit Konzerten, Musikdarbietungen. Und man hat dann also auch da die Möglichkeit, sich mal komplett durch die kulinarische Küche Thailands futtern zu können. Ihr kennt sicherlich solche Food-Festivals, immer gern genommen, gern gesehen, vor allen Dingen am Wochenende, wenn viele Thailänder hier zu Besuch in Pattaya sind. Das soll es, liebe Zuschauer, für dieses kurze Video schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen sportlich motiviert und unterhalten gefühlt. Damit sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.